Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Monika und zeige dir heute, wie du in Xandry Angebote erstellen kannst. Lass uns gleich direkt starten. Wir befinden uns hier auf der Xandry Startseite und klicken im Bereich Verkaufen auf die Angebotskachel. Wir befinden uns jetzt in der Angebotsübersicht. Oben rechts findest du den Button Neu. Klicke darauf, um ein neues Angebot zu erstellen. Wir befinden uns jetzt im Dialog für die Angebotserstellung. Du siehst hier oben eine rot hinterlegte Meldung, dass beim Angebot noch kein Kunde hinterlegt wurde. Das ist dann auch unser erster Schritt. Dazu klicken wir hier ins Eingabefeld für den Kunden. Mittels Kundenname oder Kundennummer kannst du den entsprechenden Kunden auswählen. Und mit Klick auf Übernehmen werden die Stammdaten des Kunden automatisch in das Angebot übernommen. Zum Beispiel wurde hier das Projekt geändert auf das Projekt, das beim Kunden hinterlegt ist. Auch die Adressstammdaten wurden aus dem Kundendatensatz übernommen. Schauen wir uns noch weitere Angebotsdetails an. Du kannst hier eine Anfragenummer eingeben, falls du von deinem Kunden eine solche Nummer erhalten hast. Du kannst hier den geplanten Liefertermin eintragen und du kannst hier festlegen, bis wann das Angebot gültig ist. Hier rechts kannst du eine abweichende Lieferadresse eintragen, sollte diese von der Angebotsadresse abweichen. Scrollen wir etwas nach unten, dann haben wir hier zwei große Eingabebereiche für Freitext und Kopftext. Die hier eingetragenen Informationen werden dann am Angebotsbeleg angezeigt. Tragen wir gleich mal was ein, damit wir das später auch sehen können. Dann haben wir hier unten die Zahlungsweise, die Versandart und Lieferbedingungen. Diese Werte wurden aus dem Kundenstammsatz übernommen, wenn sie dort entsprechend gepflegt wurden. Beim zuständigen Vertriebsmitarbeiter wird entweder der beim Kunden hinterlegte Vertriebsmitarbeiter eingetragen oder es wird, wie auch beim Feld Bearbeiter, automatisch der Ersteller des Angebots eingetragen. Beide Werte können natürlich entsprechend abgeändert werden. Dann gibt es hier noch Einstellungen, die den Angebotsbeleg betreffen. Du kannst hier festlegen, dass für dieses Angebot kein Portoartikel inkludiert werden soll. Außerdem kannst du festlegen, dass das in den Grundeinstellungen hinterlegte Briefpapier, das üblicherweise dein Geschäftslog enthält, für dieses Angebot nicht verwendet werden soll. Du kannst dann noch festlegen, dass im Angebot keine Gesamtsumme angezeigt werden soll und dass die Artikeltexte ausgeblendet werden. Also Artikelnummer und Artikelname sind ausreichend in dem Fall. Hier rechts sind wieder Informationen, die grundsätzlich direkt aus dem Kundendatensatz übernommen werden, wie das Zahlungsziel und das Konto bei Zahlung Berechnung. Hier im Angebot kannst du diese Felder natürlich auch überschreiben. Dann kommt noch ein Bereich für interne Bemerkungen, in dem du wichtige interne Informationen zum Angebot hinterlegen kannst. Und hier unten kommen noch zwei Bereiche, bei denen die Daten wieder grundsätzlich aus dem Kundendatensatz übernommen werden, wie die Umsatzsteuer-ID, die Besteuerung, die Sprache des Kunden oder die Währung, die bei den Kunden Verwendung findet. So, damit haben wir die wichtigsten Angebotsdetails besprochen. Speichern wir das mal und wechseln dann mal auf das Tab Positionen. Hier kannst du nun Angebotspositionen hinzufügen. Klicke hierzu auf das Artikel-Eingabefeld. Mit Leertaste wird dir eine Vorschlagsliste angezeigt, in der du direkt das Produkt wählen kannst. Du kannst dann noch die Angebotsmenge anpassen. Der Preis hier wird direkt aus dem Artikelstammsatz übernommen, kannst du hier aber auch überschreiben. Und du kannst dann auch einen Rabatt zur Position hinzufügen. Sagen wir mal, die Bestellmenge ist 10 Stück und für diese Position gibt es einen Rabatt von 5%. Du kannst hier im Artikelfeld auch direkt die Artikelnummer angeben oder den Artikelnamen, um das Produkt zu finden, das bei diesem Angebot hinzugefügt werden soll. Fügen wir mal noch einen weiteren Artikel hinzu und schauen wir uns jetzt mal die Vorschau des Angebotsbelegs an. Dazu wechseln wir hier oben auf den Tab Vorschau. So, das ist jetzt das aktuelle Angebotsdokument mit dem Logo aus dem Briefpapier, das in den Grundeinstellungen hinterlegt ist, die Kundenadressdaten, Kundennummer, Datum des Angebots und Bearbeiter. Hier sehen wir nun auch den Text, den wir im Bereich Kopftext eingegeben haben. Dieser wird also direkt vor der Artikeltabelle angezeigt.
Der hinterlegte Freitext hingegen wird unterhalb, also im Anschluss an die Artikeltabelle dargestellt. Was hier im Angebotsdokument noch auffällt, ist, dass das Angebot sich noch im Entwurfsmodus befindet. Ich habe es noch nicht freigegeben. Das können wir jetzt gleich mit dem Button Freigabe hier oben durchführen. Zu beachten ist, dass das Angebot eine Angebotsnummer aus dem Central Nummernkreis erhält, sobald ich es freigebe. Das hat die Auswirkung, dass ich es nicht mehr löschen, sondern nur noch stornieren kann. Also, solange ein Angebot im Entwurfsmodus ist, kann es gelöscht werden. Sobald es eine Angebotsnummer hat, kann es nur noch storniert werden. Also ich klicke jetzt mal auf Freigabe. Wir landen jetzt wieder auf der Detailseite und sehen, dass das Angebot jetzt eine Angebotsnummer zugeordnet bekommen hat. Außerdem sehen wir hier die Meldung, dass das Angebot noch nicht archiviert bzw. versendet wurde. Das machen wir jetzt mal gleich. Also wir senden unserem Kunden das Angebot per Mail zu. Dazu klicken wir hier auf den Button Dokument versenden. Wir landen im Abschicken-Dialog. Die Kunden-E-Mail-Adresse ist hier im Empfängerfeld bereits eingetragen. Auch der Betreff und der E-Mail-Text sind schon vorausgefüllt. Hier rechts ist das Mailkonto ausgewählt, von dem die Mail versendet wird. Die kann man noch anpassen, wenn man nicht die Standard-Mail verwenden will. Mit dem Button Abschicken oder als versendet markieren kann ich die Mail versenden. Das hier wird hier jetzt unten im Protokoll dann auch gleich ersichtlich. So, wir haben jetzt ein Angebot erstellt, bearbeitet, freigegeben und per Mail an den Kunden versendet. Im Aktionsmenü hier kannst du jetzt noch verschiedene weiterführende Aktionen auf das Angebot ausführen, wie zum Beispiel eine neue Version erstellen oder als Auftrag weiterführen. Aber das war es erstmal zum Thema Angebot erstellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.